Nur wenige Tage später rief ich Frau Lugmann an und vereinbarte mit ihr einen Termin im Jugendamt. Gleich zu Beginn unseres Gesprächs bat ich sie eindringlich um eine Entscheidung, was Davids Verbleib betraf. Denn wir wussten ja nun, dass die Großeltern kein weiteres Enkelkind zu sich holen würden. Zu meinem und Franks Erstaunen interessierte das Frau Lugmann überhaupt nicht. Denn sie hatte ihre Vorschriften und die waren einzuhalten, wie sie uns streng mitteilte. Außerdem muss ich das schriftlich haben, fügte sie entschieden hinzu. Nach einem nervenaufreibenden Wortwechsel verließen Frank und ich die Behörde wieder, ohne dass wir ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht hätten. Allerdings hatte uns unsere Sozialarbeiterin beim Verabschieden immerhin noch den aufmunternden Ratschlag gegeben: Kaufen Sie ruhig Weihnachtsgeschenke für David. Und das taten wir dann auch. Es wurden wunderschöne Feiertage. Da ich aus einer großen Familie stamme, war für mich das Weihnachtsfest schon immer etwas ganz Besonderes. In unserem Forsthaus hatten sich meine Eltern am Weihnachten immer die allergrößte Mühe gegeben, die Festtage für uns Kinder so schön wie möglich zu gestalten. Und dieses feierliche Gefühl, das uns erfüllt hatte, wenn wir damals alle zusammen auf die Bescherung gewartet hatten, war noch immer tief in mir verankert. Auch wir taten nun sehr geheimnisvoll, aber David hatte damit ein großes Problem, denn unsere Geheimniskrämerei machte ihm Angst. »Keine Geheimnisse bitte«, bettelte er immer wieder. »Ich will alles sehen.« Seit seiner Ankunft bei uns wurde von ihm täglich die ganze Wohnung inspiziert und wurden alle Schubladen durchsucht. Kein Winkel war vor ihm sicher. Wenn etwas im Haus verloren gegangen war, wusste er stets, wo sich der gesuchte Gegenstand befand. Seine Neugierde war mir nicht recht. Aber ich begriff, dass er sein neues Leben unter Kontrolle haben wollte, denn jegliche Veränderung war ihm eine Qual. Weil es keine Möglichkeit gab, die Weihnachtsgeschenke im Haus vor ihm zu verstecken, brachte ich sie schließlich zu einer Nachbarin. Der große Adventskranz, auf dem goldene Kerzen steckten, hing genau wie im Jahr zuvor über dem Tisch im Esszimmer. Oft saß ich mit den Jungs zusammen und bastelte Sterne. Eines Nachmittags, während wir für die Schule bunte Ketten aus Folie zusammenklebten, erzählte ich David von Bethlehem und dem Jesuskind in der Krippe. Ich erklärte ihm, dass es Menschen gebe, die an Gott glaubten, dass andere hingegen davon überzeugt seien, dass es keinen Gott gibt. David saß mit leicht geöffnetem Mund neben mir und hörte mir staunend zu. David hatte in seinem bisherigen Leben noch nie etwas über Religion gehört und war auch nicht getauft worden. Schließlich sagte er ganz aufgeregt zu mir: Ich glaube, es gibt den Gott. Und fügte noch hinzu: Ich glaube das ganz sicher. Und dabei strahlte er über das ganze Gesicht. Und dann war es endlich soweit. Heiligabend. Frank und ich schmückten den Tannenbaum und legten die Geschenke darunter, während sich unsere Söhne im Kinderzimmer die Zeit vertrieben. Für Konstantin war es nicht leicht, seinen Bruder abzulenken, denn die abgeschlossene Wohnzimmertür bereitete David großes Unbehagen. Doch schließlich läutete ich mit der kleinen arabischen Porzellanglocke und beide stürmten ins Wohnzimmer. David bekam große Augen, als er die Kerzen am festlich geschmückten Weihnachtsbaum brennen sah. Während ich die Weihnachtslieder auf der Gitarre begleitete, schaute er immer wieder zu den bunt eingepackten Sachen, die unter dem Baum lagen, aber er sang laut und inbrünstig mit. Anschließend las ich die Weihnachtsgeschichte vor und danach durften die Kinder endlich ihre Geschenke auspacken. »Danke, Mama, danke, Papa«, jubelten sie laut und küssten und umarmten uns beide. Nachdem sämtliche Geschenke ausgepackt waren, aßen wir den traditionellen Gänsebraten. Plötzlich stand Konstantin auf, erhob sein Glas mit Limonade, prostete uns zu und sagte feierlich: »Ich trinke auf diese glückliche Familie.« Ein paar Schneeflocken trieben durch die Luft, als wir später in die Kirche zur Christmette gingen. Wir vergaßen, dass David nicht unser leibliches Kind war und auch, dass er womöglich wieder fort musste. Das Jahr neigte sich seinem Ende zu. Am Silvesterabend hatte David viel Spaß an dem lauten Knallen mit Böllern und Raketen. Doch so sehr er sich auch über das Hier und Jetzt freute, war ihm bei seinem meist sehr kontrollierten Verhalten die Anspannung über seine ungewisse Zukunft anzumerken. Oft hatte ich den Eindruck, als dächte er: Wenn ich mich daneben benehme, schicken die mich wieder weg. Dann aber bat uns Frau Lugmann im Januar völlig überraschend in ihr Büro und hielt Frank und mir einen langen Vortrag über das Leben mit angenommenen Kindern. Und da sie in ihrer Laufbahn als Sozialarbeiterin viel erlebt habe, wie sie betonte, erzählte sie uns zunächst ausschließlich von anderen Pflegefamilien und ihren Problemen. Wir schauten uns nur fragend an, denn wir hatten keine Ahnung, worauf sie hinaus wollte. Am Ende ihrer Ausführungen teilte sie uns plötzlich mit, dass es nun amtlich sei:
Davids Vater sei nicht zu ermitteln und so stehe der Adoption des Kindes nichts mehr im Wege. Allerdings befürworte sie zuerst einmal eine Dauerpflegschaft und riet uns deshalb nicht sofort einen Adoptionsantrag zu stellen. Der amerikanische Vater ist abgetaucht und für eine Adoption brauchen wir sowieso noch seine Einwilligung. Sie können daher in aller Ruhe noch warten, bis David sich besser zurechtfindet. Ich spreche aus Erfahrung, also überstürzen Sie nichts. Außerdem bin ich mir ganz sicher, dass das Pflegegeld bei Ihnen ausschließlich dem Kind zugutekommt. Einerseits war Ihre Nachricht eine große Freude für uns, doch andererseits waren wir enttäuscht, weil die Adoption immer noch nicht möglich war. »Und wie handhaben wir das jetzt?« fragte ich unsicher. »Gehen wir jetzt nach Hause und erzählen dem Kind, hurra, du darfst bleiben?« »Nein«, antwortete Frau Logmann, »ich mache der Mutter zur Auflage, es David selbst zu sagen.« »Na, da bin ich aber mal gespannt, wie Sie das bewerkstelligen wollen«, erwiderte ich skeptisch. »Wir kümmern uns darum«, war ihre knappe Antwort. »Machen Sie sich keine Gedanken, das regelt das Amt.« Und wirklich, zu unserer großen Überraschung, erschien bald darauf Frau Logmann bei uns zu Hause und brachte Paula mit. David tat so, als betrete eine ihm völlig fremde Frau unser Haus und sagte nur flüchtig Hallo im Vorübergehen, während ich die Frauen ins Wohnzimmer bat, wo sich Paula auf die vordere Kante des Sessels setzte. Trotz der kalten Witterung trug sie über ihre schlichten Kleidung keinen Mantel. Wie bei unserer ersten Begegnung wirkte sie zart und schutzbedürftig auf mich. Das Thema David berührten wir anfangs nicht, stattdessen redeten wir über Alltägliches, wobei Paula zunehmend lockerer wurde. Anscheinend hatte ich einen Draht zu ihr. Darum wagte ich es auch, als Frau Logmann auf der Toilette verschwand, Paula auf ihren Suizidversuch als junges Mädchen anzusprechen. Erstaunt blickte sie mich an, dann schüttelte sie den Kopf. Das, was damals geschehen ist, habe ich in eine Kammer meines Kopfes eingeschlossen, erklärte sie erstaunlich bestimmt. Ich habe es weggesperrt und niemand wird es je erfahren, was wirklich geschehen ist. Niemand, fügte sie entschieden hinzu. Auch du nicht, fuhr sie fort, und es klang, als bedauere sie das. Nachdenklich schaute sie vor sich hin, aber plötzlich sprudelten die Worte nur so aus ihr heraus, als ob eine große Last von ihren Schultern genommen worden sei. Sie erzählte mir, dass sie David damals die Haare abrasiert habe, weil sie ihm lang und ungepflegt bis auf die Schultern gehangen hätten. Um bei uns einen ordentlichen Eindruck zu erwecken, habe sie dann einfach mit Bobs Rasierapparat entfernt, denn Geld für einen Friseur habe sie nicht gehabt. »Ich bin froh, dass mein Kind jetzt bei euch lebt«, sagte sie. »Ihr seid so locker und nicht die typische deutsche Spießerfamilie. Ich muss mir nun keine Sorgen mehr um David machen.« Sie lächelte ein wenig, als sie weitersprach. »Ich weiß, dass es ihm bei euch gut gehen wird.« Statt Kaffee hatte ich ihr bei ihrer Ankunft ein Bier angeboten, das sie nun in großen Schlucken direkt aus der Flasche trank. Augenscheinlich fühlte sie sich in meiner Gegenwart wohl. Inzwischen saß sie bequem im Sessel und aß sogar eins der angerichteten kleinen Brote, die vor ihr auf dem Tisch standen. Schließlich rief ich David, der allein in seinem Zimmer spielte, zu uns herein. Aber ich musste mehrmals rufen, bis er sich endlich bequemte, zu uns zu kommen. Unruhig von einem Bein auf das andere tretend, ließ er die Worte seiner Mutter über sich ergehen. »Davy, du kannst jetzt für immer hier bleiben«, sagte sie liebevoll und fügte hinzu, »dein ganzes Leben lang. Niemand wird kommen und dich hier wieder wegholen.« Während sie sprach, spielte der Junge mit seinen Händen. »Ich bin froh, dass du ein so schönes Zuhause gefunden hast«, sprach sie weiter und schaute ihm dabei voller Liebe in die Augen. Und tatsächlich bin ich mir bis heute sicher, dass sie ihren Sohn geliebt hat. David verzog keine Miene, aber es sammelten sich wieder winzige Schweißperlen auf seiner Stirn. Ich hatte keine Ahnung, was in diesem Augenblick in ihm vorging, ob er erleichtert oder traurig war. Was seine Familie betraf, ließ er sich nach außen niemals auch nur die geringste Gefühlsregung anmerken. Gefasst hörte er seiner Mutter zu, aber kaum hatte sie ihre Ausführungen beendet, wollte er auch schon wieder weg. »Kann ich jetzt gehen?« fragte er mehrmals hintereinander. Und als Paula schwieg, drehte er sich auf dem Absatz um und verließ den Raum. Kurz darauf drängte Frau Logmann zum Aufbruch, während David aus der sicheren Entfernung seines Zimmers laut und deutlich Tschüss rief. Dieser Tag war ein großer Einschnitt in unserem Leben. Wir mussten uns nun völlig neu orientieren. Und so stolperten wir, ohne es zu ahnen, in eine Zeit, die nur Chaos mit sich bringen sollte. Kaum hatte Paula die Tür hinter sich geschlossen, fielen Frank und ich uns jubelnd in die Arme. Es erschien uns wie ein Wunder, dass David nun endgültig zu unserer Familie gehörte.
David selbst zeigte über das für immer allerdings keine besondere Freude. Vielmehr erweckte er den Eindruck, als sei es für ihn selbstverständlich, dass er nun bei uns bleiben dürfte. Zur Feier des Tags versprach Frank auf dem Rückweg von einem Geschäftstermin Pizza mitzubringen. Ich kochte in der Zwischenzeit Schokoladenpudding und wurde dabei von Dave tatkräftig unterstützt. Geschickt hielt er das elektrische Rührgerät und durfte zur Belohnung den Topf auslecken. Das Essen schmeckte sehr gut, doch als ich den Nachtisch holen wollte, war er zu meiner Überraschung verschwunden. Auch die Schale mit der Schlagsahne stand nicht mehr im Kühlschrank. Konstantin regte sich über den Verlust seines Desserts so auf, dass er bitterlich zu weinen anfing. »Wo ist denn mein Pudding?« schluchzte er. Schließlich fragte ich David, ob er wisse, wo der Pudding geblieben sein könnte. Doch der meinte nur ungerührt, »Ich hatte großen Hunger.« »Das ist doch nicht zu fassen«, schimpfte ich. »David, hast du allein den Pudding für 4 Personen und obendrein auch noch die Sahne aufgegessen? Einen so großen Appetit kannst du doch gar nicht mehr gehabt haben bei dem, was du heute alles schon verputzt hast.« Ohne das kleinste bisschen Reue schürzte er seine Unterlippe und schaute mich so durchdringend an, dass ich mich augenblicklich schuldig fühlte. Sein Gesichtsausdruck gab mir das Gefühl, als gönne ich ihm grundsätzlich sein Essen nicht. Doch ich ließ mich nicht irritieren und gab ihm unmissverständlich zu verstehen, dass er das nächste Mal keinen Pudding zum Nachtisch bekommen werde. Kaum hatte ich den Satz zu Ende gesprochen, sprang David so abrupt auf, dass sein Stuhl umkippte und krachend auf den Boden fiel. Schnell wie der Blitz rannte er aus dem Zimmer und knallte die Tür hinter sich zu. Als ich ihm nachlaufen wollte, hielt Frank mich zurück und sagte, »Lass ihn mal, bleib besser hier.« Daraufhin fragte ich wütend, »Was soll das? Willst du das einfach so hinnehmen?« Mein Mann schüttelte den Kopf, aber er gab mir mit seinem Blick zu verstehen, dass er es in dieser Situation klüger fand, nichts zu sagen. Als ich später nach David schaute, lag er vollständig bekleidet in seinem Bett und schlief. Die leeren Schüsseln entdeckte ich abends beim Gute-Nacht-Sagen im Bettkasten von Konstantins Stockbett. Es war, als hätte man bei unserem Pflegesohn einen Schalter umgelegt. Denn der bisher so liebe und höfliche Junge entwickelte sich zu einem regelrechten kleinen Monster. Sein Ton wurde ausnehmend frech und unverschämt, und er begann wegen jeder Kleinigkeit mit Konstantin zu streiten und auf ihn einzuprügeln. Außerdem aß er mit Vorliebe Obst und Süßigkeiten auf, ohne etwas davon übrig zu lassen. Egal, wo ich meine dunkle Lieblingsschokolade versteckte, David fand sie. Und in kürzester Zeit nahm er darum kräftig an Gewicht zu. Außerdem betrachtete er plötzlich unsere Katze als sein Eigentum. »Die gehört mir«, sagte er aufsässig, sobald jemand in ihre Nähe kam. Sicherlich hatte er von Anbeginn ein inniges Verhältnis zu ihr und durfte, wann immer er wollte, mit ihr spielen. Doch sobald er jetzt sah, dass ich die Katze auf meinem Schoß hatte, schlich er um mich herum, streichelte ihr Fell, um sie anschließend auf seinem Arm rasch aus dem Zimmer zu tragen. Meinen Einwand, »Lass sie doch hier liegen, sie schnurrt gerade so schön«, ignorierte er. Beim nächsten Mal widersprach ich deutlich. »Die Katze bleibt jetzt hier liegen.« Vorwurfsvoll schaute er mich an, um gleich darauf sämtliche in Reichweite befindliche Schubladen zu öffnen. Als ich ihn fragte, »Was suchst du denn?«, verließ er wortlos den Raum. Von Davids Gewohnheit, tagtäglich auch den Inhalt aller Jacken und Manteltaschen an der Garderobe zu kontrollieren, fühlte ich mich äußerst irritiert. Ich war in den vergangenen Seminaren über das Verhalten von Pflegekindern ausführlich aufgeklärt worden, aber die Realität brachte mich doch erheblich aus der Fassung. Ich musste mir eingestehen, dass die Eingliederung unseres neuen Familienmitglieds schwerer werden würde, als ich anfangs angenommen hatte. Ständig stöberte der Junge durchs Haus und wühlte in den Schränken. Nachdem er auch meine Nachttischschublade gründlich in Augenschein genommen hatte, redete ich mit meinem Mann darüber. So geht das nicht mehr weiter. Er respektiert unsere Intimsphäre in keinster Weise. Aber mein Mann winkte ab und meinte, er kontrolliert uns aus Angst. Er hat Angst, es könnte sich was verändern. Doch David legte es förmlich darauf an, mich ständig herauszufordern. Ob er den Inhalt des Kühlschranks in sich hineinstopfte oder Konstantins Spielsachen kaputt machte oder versteckte, es fiel ihm ständig etwas ein, um auf sich aufmerksam zu machen. Während Frank und ich darüber hinwegsahen, kam Konstantin mit dem Verhalten seines Bruders überhaupt nicht mehr zurecht. »Warum macht er das? Er muss doch froh sein, dass wir ihn aufgenommen haben«, sagte er eines Tages wütend, nachdem David mit einer Schere Löcher in seinen neuen Anorak geschnitten hatte. »Das ist er auch«, antwortete ich ihm, und ich versuchte meinem Ältesten zu erklären, du musst dir das wie eine Prüfung vorstellen. Schließlich wurde er von seiner eigenen Mutter zu völlig fremden Menschen gegeben und er fragt sich bestimmt, warum ausgerechnet diese Leute ihn bei sich behalten sollten.
Und weil er sich obendrein sicher ist, fuhr ich fort, dass auch wir ihn wieder weggeben werden, benimmt er sich so fürchterlich, damit ihn seine Angst nicht erdrückt. Das verstehe ich, Mama, beteuerte mein verständnisvoller Sohn und nickte einsichtig. Und er ging in den folgenden Wochen noch rücksichtsvoller mit seinem Bruder um als zuvor. Doch für meinen Mann und mich gab es, sobald die Jungen im Bett lagen, nur noch ein Thema: David. Das nervenaufreibende Verhalten unseres Pflegekinds veränderte sich auch in den kommenden Wochen nicht, bis zu dem Tag, als der Junge wie aus heiterem Himmel plötzlich eine andere Seite zeigte. Anhänglich und äußerst liebebedürftig forderte er nun regelrecht unsere Zuneigung. Andauernd kletterte er auf meinen Schoß und schmiegte sich an mich. Reihum wurden wir mehrmals am Tag geküsst und umarmt. Und weil Konstantin, seit er zur Schule ging, Liebkosungen nicht nur noch widerwillig über sich ergehen ließ, genoss ich die Liebesattacken von David besonders. Die Wandlung hielt jedoch nicht lange an, und er verhielt sich wieder unausstehlich. Es war wie bei Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Darum freute ich mich auch jedes Mal auf die Pflegeelterntreffen im Jugendamt. Sobald ich im Stuhlkreis zwischen den Frauen saß, wurde ich gelassen, denn sie bestätigten mir unermüdlich, dass Davids Verhalten für seine neue Lebenssituation völlig normal sei. Als ich eines Abends erschöpft sagte, es kostet mich so viel Kraft, und dabei in die Runde schaute, erwiderte eine rundliche Pflegemutter mit gütigem Blick: Wenn man sich auf ein fremdes Kind eingelassen hat, braucht man in den ersten Jahren ein unglaubliches Durchhaltevermögen. Manchmal liegen meine Nerven völlig blank und ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich mich verhalten soll, beklagte ich mich bei den Anwesenden. Das gibt sich mit der Zeit, tröstete mich eine hagere Frau, deren Pflegetochter inzwischen seit mehreren Jahren in der Familie lebte. Beim Verabschieden nahm sie mich in den Arm und meinte: Kopf hoch, das bekommen Sie schon hin.